Hallo alle zusammen! Heute möchte ich mit euch ein neues Lied erarbeiten. Das habe ich euch schon ausgeteilt und das wollen wir dann auch in der Schule, wenn wir rausgehen können, draußen singen. Es handelt sich um das Lied Der Papagei ein Vogel ist aus diesem Liederbuch. Und das ist ein sehr lustiges Lied. Da geht es um verschiedene Tiere und was sie so den lieben langen Tag so machen. Und ja, das macht eigentlich immer recht viel Laune und viel Freude. Und deswegen möchte ich das heute mit euch gerne arbeiten. Es gibt davon verschiedene Varianten. Möglicherweise kennt ihr ein Lied, was auch so heißt und was aber ein bisschen anders klingt. Wir nehmen die Variante, die hier in dem Liederbuch drin ist. Ich singe es euch einmal vor und dann geht's weiter. Ich singe mal erstmal nur die erste Strophe vor. Der Papagei ein Vogel ist, auch grün und gelb getupft. Er sitzt auf seinem Gummibaum und wenn er da so hupft, ja, dann singt er Inge, Dinge, Dinge, Use, Wuse, Wuse, Dabadabadabadei, oh. Inge, Dinge, Dinge, Use, Wuse, Wuse, Dabadabadabadei. Das ist der Melodie und also der Strophe- und Refrain-Teil, das ist die Melodie davon. Insgesamt gibt es 6 Strophen zu 6 Tieren, der Papagei, der Affe, das Krokodil, der Elefant, der Löwe und der Kuckuck. Eigentlich können wir uns vorstellen, wir gehen in den Zoo und sehen dort diese ganzen Tiere. Bei uns in Leipzig hat der Zoo schon lange zu und wir hoffen, dass er bald wieder aufmacht, damit wir die Tiere alle mal wieder sehen können. So, jetzt spiele ich euch einmal langsam die Melodie vor und ihr könnt ja schon mal versuchen mitzusingen. 1, 2, 3. Der Papagei ein Vogel ist, rot, grün und gelb getupft. Er sitzt auf seinem Gummibaum und wenn er da so hupft, ja, dann singt er. Nochmal, bis dahin. Der Papagei ein Vogel ist, rot, grün und gelb getupft. Er sitzt auf seinem Gummibaum und wenn er da so hupft, ja, dann singt er. Jetzt kommt der sogenannte Refrain, das bedeutet der Teil des Liedes, der sich nach jeder Strophe wiederholt. Inge, Dinge, Dinge, Use, Wuse, Wuse, Dabadabadabadei, oh. Inge, Dinge, Dinge, Use, Wuse, Wuse, Dabadabadabadei. Da seht ihr Folgendes. Ihr seht, das sind 2 Zeilen. Und dann gibt es hier so eine sogenannte Klammer und hier gibt es noch eine Klammer. Über der einen Klammer steht die Zahl 1 und über der anderen Klammer steht die Zahl 2. Am Ende dieser 2 Zeilen seht ihr so ein Zeichen, einen Doppelstrich mit 2 Punkten. Das ist ein sogenanntes Wiederholungszeichen. Das bedeutet, an der Stelle muss man zurückspringen, wo eben so ein Zeichen ist und dort nochmal anfangen. Das heißt, wir singen also diesen Teil mit der ersten Klammer. Und dann, achso, hier ist das Wiederholungszeichen, fällt mir gerade auf, hier hinten nicht. Hier ist das Wiederholungszeichen mit den 2 Punkten. Also ihr singt sozusagen diese Zeile bis zu dem Wiederholungszeichen, dann geht ihr nochmal zurück, singt sie nochmal und springt an der Stelle aber in die zweite Klammer und singt bis zum Schluss. Singen wir mal nur den Refrain. Wiederholen wir Inge, Dinge, Dinge, Use, Wuse, zweite Klammer, Dabadabadabadei. Nur noch mal die zweite Klammer, Dabadabadabadei. Jetzt singe ich euch noch mal die erste Strophe und den Refrain einmal hintereinander durch. Vor. Der Papagei ein Vogel ist, rot, grün und gelb getupft. Er sitzt auf seinem Gummibaum und wenn er da so hupft, ja, dann singt er Inge, Dinge, Dinge, Use, Wuse, Wuse, Dabadabadabadei, oh. Inge, Dinge, Dinge, Use, Wuse, Wuse, Dabadabadabadei. Jetzt kommt die zweite Strophe, da läuft es auch wieder so ab, dass erst die Strophe kommt und dann wird der Refrain sozusagen mit Wiederholung gesungen. Probieren wir mal die zweite Strophe.
In der dritten Strophe geht es um ein Krokodil, was in Afrika wohnt, und zwar in einem großen Fluss. Jetzt wisst ihr sicherlich alle, wie der größte Fluss in Afrika heißt. Das ist nämlich der Nil. Ich glaube, da wohnt das Krokodil auch. Dritte Strophe. In Afrika im großen Fluss, da wohnt ein Krokodil. Das braucht zum Zähneputzen nur nen Schober mit nem Stiel und dann singt es Inge-Dinge-Dinge, Use, Wuse, Wuse, da-ba-da-ba-da-ba-da, ja. Inge-Dinge-Dinge, Use, Wuse, Wuse, da-ba-da-ba-da-ba-da. In der vierten Strophe geht es um einen einsamen alten Elefanten, der das Lied gar nicht kannte. Und deswegen kann er auch nicht mitsingen, er kann nur mitsummen. Das klingt dann so. Ein alter Elefant im Zoo, der kannte dies Lied nicht. Und weil er so alleine war, so summte er leise mit und das klingt dann. Also, da darf man im Refrain nicht den Text singen, sondern man muss summen. Jetzt kommt der Löwe. Der Löwe sehr gefährlich ist, die Zähne sind sehr scharf. Doch wenn er dieses Liedchen hört, wird er ganz sanft und brav und dann singt er Inge-Dinge-Dinge, Wuse, 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 da-ba-da-ba-da-ba-da, ja. Inge-Dinge-Dinge, Wuse, 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 da-ba-da-ba-da-ba-da. In der sechsten Strophe geht es um einen Kuckuck, aber nicht um einen echten Kuckuck, sondern um einen Kuckuck in der Kuckucksuhr, der jede Stunde rauskommt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch so eine Kuckucksuhr noch zu Hause hat oder vielleicht die Oma. Jede Stunde kommt dann sozusagen aus dem kleinen Loch sozusagen so ein Kuckuck raus, der macht Kuckuck, Kuckuck, so. Und wenn er aber keine Lust hat, rauszukommen, dann bleibt er eben drin und singt sein Lied. Der Kuckuck in der Kuckucksuhr kommt jede Stunde raus. Doch wenn er keine Lust mehr hat, bleibt er in seinem Haus und man hört nur Inge-Dinge-Dinge, Wuse, 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 da-ba-da-ba-da-ba-da, ja. Inge-Dinge-Dinge, Wuse, 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 da-ba-da-ba-da-ba-da. Das wären alle 6 Strophen. Jetzt nehmen wir noch einmal die erste Strophe und ich spiele mal die Melodie nicht mehr mit, sondern ich singe sie nur und ihr versucht auch, sagen, die Melodie mitzusingen, ohne dass ich sie mitspiele. Der Papagei ein Vogel ist und grün und gelb getupft. Er sitzt auf seinem Gummibaum und wenn er da so hupft, ja, dann singt er Inge-Dinge-Dinge, Wuse, 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 da-ba-da-ba-da-ba-da, oh. Inge-Dinge-Dinge, Wuse, 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 da-ba-da-ba-da-ba-da. So, jetzt hoffe ich einfach, dass euch das Lied gefällt und dass ihr das gerne singt und dass ihr das zu Hause ein bisschen probiert, damit wir es dann in der Schule auch singen können. Da kann ich ja dann draußen am Klavier nicht mitspielen, weil ich draußen ja kein Klavier habe. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr die Melodie sicher könnt, damit wir dann sozusagen das mit der Gitarre begleiten können. Gut, das wär's von mir. Wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen!